Stellen Sie sich vor, Sie planen das Gebäude und bevor irgendetwas bauen ist, können Sie bereits die Raumakustik anhören. Mein Name ist Severin Kamenisch. Ich arbeite bei Basler und Hoffmann als Projektleiter und Akustiker. Wir möchten mit Ihnen in diesem Film in ein paar Räume eintauchen. Wir empfehlen Ihnen, für das einen ohrumschliessenden Kopfhörer anzulegen. Wenn man als Person einen Raum betritt, dann schaut man oft zuerst auf das Visuelle. Man sieht das Licht, man sieht Materialien, Formen, Farben. Das, was auf der akustischen Ebene passiert, das, was unser Gehör wahrnimmt, das ist eher unterbewusst. Ist der Raum hallig? Ist er trocken? Was sind für Geräusche in diesem Raum? Ist er laut? Ist er leislich? Das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten und da ist die Akustik ganz ein wichtiger Teil davon. Wenn ein Gebäude geplant wird, gibt es sehr viele Möglichkeiten, um die visuelle Seite zu prüfen. Jetzt, wie planen wir den Raum von akustischer Seite? Man kann natürlich Berechnungen anstellen. Der Output sind Zahlen und Kurven, die den Raum beschreiben. Das sagt einem Bauherr oder auch einem Architekt oft relativ wenig. Es ist sehr schwierig, sich die Akustik wirklich vorzustellen in einem Raum. Man muss es einfach hören, auch wenn das Gebäude noch nicht steht. Und für das haben wir unser Studio. Wir wollen die Akustik hörbar und erlebbar machen. Die Leute, die wir bis jetzt in diesem Studio begrüßen und ihnen auch Realisationen vorspielen, die sind wirklich erstaunt. Es ist ein Wow-Effekt. So tönt es wirklich. So ist es, wenn ich da rein stehen würde, als wäre es mein fertig gebautes Gebäude. Wir können zum Beispiel in ein Restaurant hineinhocken. Wir hören die Umgebungsgeräusche im Restaurant und wir können das simulieren mit einer anderen Decke zum Beispiel. Den Switch, den man machen zwischen Materialien, den können wir nur hier im Studio machen. Den kann man nicht machen, wenn man in einem Raum steht, der schon gebaut ist. Es kann ein Raum sein, wo man Videokonferenzen durchführt, wo es ganz wichtig ist, dass man eine gute Verständlichkeit anbringt. Spannend wird es vor allem dann auch bei ganz grossen Räumen. Gerade bei so Bahnhöfen ist es extrem spannend, mal zum Beispiel eine Durchsage reinzuspielen. Information zum Bahnverkehr. Der Bahnverkehr im Bahnhof. Und ein Zuggeräusch noch mit reinzuspielen. Den visuellen Teil können wir dazu nehmen, indem wir entweder einfach auf einem Bildschirm ein Szenario abspielen oder wir ziehen eine VR-Brille an. Ein Besucher in diesem Raum ist nachher wirklich komplett in einer anderen Welt hinein, visuell und auditiv. Es ist relativ schwierig, das vollumfängliche Erlebnis, das man hier in diesem Studio hat, in einem Film überzubringen. Darum nehmen Sie doch Kontakt auf mit uns, kommen Sie vorbei, wir können das zusammen anschauen. Es findet eine Diskussion statt über die Materialien, über das Hörerlebnis, dass man nachher eine gute Entscheidungsgrundlage hat für die Ausstattung eines Raums.